Das größte Social-Media-Musical-Projekt geht zu Ende und zwar Epic the Musical von Jorge Rivera Herrens. Die letzte Saga, die Ithaca-Saga, erschien am 25. Dezember 2024 und wie viele Leute bin auch ich ziemlich enttäuscht davon. Es ist so ein Gefühl von Unzufriedenheit. Aber warum eigentlich? Okay, mein Tacheles, das Storytelling ist ein absoluter Mess. Es werden so viele Storyteller-Fehler begangen in diesem Ding, dass die Aussage, die nachher übrig bleibt, sogar ziemlich problematisch ist. Und das könnte das gesamte Projekt noch überschatten. Welche erzählerischen Fehler das sind, warum es dazu kam und wie man das Ganze fixen könnte, das erzähle ich euch hier in diesem Video und zwar in How to Fix Epic the Musical. Hi, ich bin Mick, Dramaturg, Storyteller, Buchautor, schreibe sonst Webserien, Hörspiele, alles mögliche, alle Medien, die ich bedienen kann, in denen ich Storys erzählen kann. Darum stecke ich so tief in diesem ganzen theoretischen Story-Manufaktur-Ding drin. Und heute gucken wir mal auf Epic the Musical. Aber erstmal, worum geht's da überhaupt? In Epic the Musical geht es um die Odyssee, das heißt die Reise von Odysseus, der nach dem Trojakrieg zurück in seine Heimatstadt Ithaka zurücklegt, von der er auch König ist. Da Epic aber Englisch ist, bleiben wir hier bei den englischen Namen, das heißt Odysseus, Ithaca etc. Das Musical erschien als Konzeptalbum in 9 EPs, die jeweils eine Sage beschreiben, mit jeweils 5 Songs ungefähr, die die Story von Troja bis Ithaka nach Hause tragen. Die Odyssee hat was Besonderes, denn basierend auf ihr wurde tatsächlich ein dramaturgisches Konzept, die Heldenreise, mitentwickelt. Das ist ein Tool, mit dem heute noch viele Geschichten geschrieben werden. Wo beginnt der Held seine Reise, was durchlebt er und wo kommt er am Ende wieder an? Und wenn man sich die Visualisierung der Heldenreise anguckt, ist das genau Odysseus Reise. Ihr könnt jeden Punkt abhaken in Epic the Musical. Odysseus startet seine Reise in Troja, wo er durch eine List, ihr kennt es wahrscheinlich mit dem trojanischen Pferd, den trojanischen Krieg für sich gewinnt und den einzigen Nachkommen Trojas, das kleine Baby des Königs, tötet, dass es keinen Erben gibt, der ihn nachher heimsuchen könnte. Auf dem Weg nach Hause, auf der Suche nach Essen, kommen sie auf eine Insel, wo sie auf einen Zyklopen treffen, der sich als Poseidons Sohn später herausstellt. Um ihm zu entkommen, verletzen sie den Zyklopen und machen ihn blind. Aber in seiner Überheblichkeit ruft Odysseus ihm hinterher: Ich bin weder Mensch noch Mythos, und prahlt halt so richtig mit dem, was er geschaffen hat. Das heißt, er ist sehr listig, er ist sehr klug, aber er ist auch sehr selbstgefällig und prahlerisch. Trotzdem weigert er sich, den Zyklopen zu töten und ruht sich ein bisschen damit, dass Gnade eine Sache ist, für die man einstehen sollte, weil das zu wenig Leute auf der Welt benutzt. Da er seinen Namen aber verraten hat, kann der Zyklop aber Poseidon Bescheid sagen und Poseidon jagt Odysseus mit seinen 600 Mann und tötet mehr als 550 Leute seiner Crew, dass nachher nur noch eine Handvoll Leute übrig bleiben, ein paar Dutzend. Odysseus Gnade wird ihm hier zum Verhängnis und seine Prahlerei im krassen Gegenentwurf zu Poseidon, der für Ruthlessness einsteht. Und Jorge Rivera Herrens hat selber gesagt, dass das praktisch das obergeordnete Thema ist für Epic. The theme of ruthlessness is the main theme of Epic, and we can see it throughout every single twist and turn in the story. In Epic, Odysseus has to make so many decisions, and every single one of those decisions places him on some kind of spectrum of ruthlessness. Ruthlessness ist das Main-Thema und wo findet man sich ein? Auf der einen Seite alle mit offenen Armen zu begrüßen, auf der anderen Seite Mercy, also Gnade, als komplette Schwäche zu sehen, die zerstört werden muss. Weil nur Ruthlessness über alles gewinnen kann. Also Rücksichtslosigkeit. Dieser Struggle hat auch zur Trennung von Athena, Athene, seiner persönlichen Trainerin geführt. Denn auch sie hat gesagt, hey, wir Götter sind ruthless, es geht darum, diesen Zyklopen zu töten. Hättest du das gemacht, hättest du all die Probleme nicht. Und genau dieser Disput sorgt dafür, dass Athena und Odysseus unterschiedliche Wege gehen. Erst nachdem Odysseus fast seine gesamte Crew verloren hat und in der Unterwelt ankommt und dort auf einen Propheten trifft, der ihm sagt: I see your wife with a man who is haunting, a man with a trail of bodies. Da beschließt Odysseus, nicht länger auf Gnade zu vertrauen, sondern zum Monster zu werden, alle Gnade abzulegen und ab jetzt hart durchzugreifen. Then I'll become the monster. I will deal the blow, and I'll become the monster like none they've ever known. Das ist das Finale vom ersten Akt, das Ende der Underworld-Saga. Ihr merkt, ich skippe hier ein bisschen durch, aber ich halte mich jetzt an die wichtigsten Punkte. Im zweiten Akt sehen wir die Verwandlung von Odysseus zum Monster immer mehr und wie krasser er sich der Ruthlessness hingibt und die Mercyness in ihm stirbt, bis zu dem Punkt, wo er seine gesamte Crew opfert für sich und seinen alleinigen Wunsch, Penelope wiederzusehen. Habe ich Penelope schon erwähnt? Das ist seine Frau, die zu Hause wartet in Ithaca auf ihn
und zu der er unbedingt zurück möchte. Das ist sein Antrieb das gesamte Stück über. Und auch die Entschuldigung für alle Taten, die er begeht. Zurück zu Penelope zu kommen und seinem Sohn Telemachus, der damals, als er losgegangen war, auch noch ein Säugling war, er dann 10 Jahre im Trojanischen Krieg war und jetzt praktisch 10 Jahre lang diese riesen Odyssee-Reise bis nach Ithaka wieder zurück nach Hause macht. Während Odysseus also alles verloren hat für den Wunsch, seine Frau wiederzusehen und seinen Sohn wiederzusehen, machen wir einen Schwenk rüber, um zu sehen, dass sein Sohn mittlerweile ein kompletter Gegenentwurf zu ihm ist. Er probiert, die ganzen Verehrer von seiner Mutter fernzuhalten, die jetzt auf Odysseus Thron geiern, die sich an seine Mutter ranmachen wollen, in ihre Schlafgemächer eindringen und was da passiert, können wir uns wohl denken. Angeführt von dem bösesten aller Bösen, Antinous. Der Name allein sagt Anti, er ist der böser Böshaftigkeitsmann Antinous. Fight, little wolf, fight. Wanna entertain me. Bite, little wolf, bite. Athene, also Athena, hat in der ganzen Zeit, als sie sich von Odysseus abgewendet hat, so einen inneren Wandel durchgemacht und hat gesehen, okay, vielleicht war ich zu hart gewesen mit ihm und probiert über Telemachus ihren Fehler wieder gut zu machen und mehr Empathie walten zu lassen. Also hilft sie Telemachus in seiner Ausbildung und sagt, vielleicht macht diese gute Tat meine schlechte Tat von damals wieder wett. Durch Telemachus inspiriert findet sie den Mut, Odysseus wieder aufzusuchen und zu sehen, wo er eigentlich geblieben ist, seitdem sich ihre Wege getrennt haben, ihm zu helfen und den Weg nach Hause zu ebnen, zu seiner Familie nach Ithaka. All diese Sachen passieren innerhalb von 8 Kurzalbum, 5 Tracks. Insgesamt sind es nachher 40 Lieder und 5 Lieder sind im letzten. Also innerhalb von 35 Tracks passiert all dieses. Und all diese offenen Stränge, von denen ich euch gerade erzählt habe, was nicht mal alle sind, ich habe schon ganze Sagen hier rausgelassen, die alle zufriedenstellend wieder zusammenzubringen, das ist wirklich eine Meisterleistung, die man erreichen muss. Wie schwer das ist, kann ich mir nur vorstellen, weil wir damals auch Tube Clash gemacht haben. Das war eine Webserie über 10 Folgen, wo Leute mitbestimmen konnten, wie die Handlung vorangeht und immer wieder neue Sachen mit 10 Charakteren etabliert wurden, die alle ihr eigenes Ziel hatten. Und das nachher in einem Finale zusammenzuführen, das funktioniert nur mit Struktur und wenn man Storytelling wirklich durchsteigt und sich tief damit beschäftigt. Denn zum einen muss jede Folge für sich funktionieren und eine eigene Dramaturgie haben. Jede Saga für sich muss alleine stehen bei Epic. Und im großen Ganzen, im Finale, müssen alle offenen Stränge zusammenlaufen. Jede Saga selbst ihre Aufgabe in der obergeordneten Storyline erfüllt. Das heißt, für Epic, alles, was wir etabliert haben, alle Wünsche, alle Motive, alle Prophezeiungen und Aufgaben müssen am Ende aufgelöst werden, um zufriedenstellend dieses gesamte Stück zu beenden. Außerdem alle weiteren Charakterbögen, denn anders als in der Odyssee haben wir nicht nur Odysseus als Hauptcharakter, denn Jorge hat sich entschieden, weitere Stränge aufzumachen und weitere Charaktere mit in den Fokus zu rücken. Dadurch haben wir Athena, von der ich euch jetzt schon erzählt habe, wieso ihre Storyline ein bisschen funktioniert. Wir haben Telemachus, der sogar seinen eigenen I Want Song bekommt. I know life and fate are scary, but I wanna be legendary. Wie sonst nur Disney-Hauptcharaktere, das heißt, wir lernen seine Ziele und seine Wünsche und seine Träume kennen. Und eine feste Storyteller-Regel ist, wenn du die Pistole zeigst, muss sie irgendwann abgefeuert werden. Das heißt, wenn wir ihn etablieren mit eigenen Zielen und eigenen Träumen, genauso wie Athena, müssen all diese Wünsche von Odysseus, Telemachus, Athena irgendwann zusammenlaufen und sich kreuzen und ein Problem, das Kernmotiv, nämlich Ruthlessness, von verschiedenen Seiten betrachten. Und all das Setup hat eine Menge versprochen, denn wir haben Athena, die Odysseus überzeugen wollte, ruthless zu sein, durchzugreifen, keine Mercy walten zu lassen, die dann aber ihren Fehler einsieht und denkt, vielleicht war ich zu hart gewesen. Wir haben Odysseus, der diese Einsicht aber nicht mehr mitbekommt, sondern lernt, okay, da muss ich wohl härter und härter und härter werden. Und wir haben Telemachus, der voller Hoffnung ist, seinen Vater wiederzusehen und denkt, wenn ich all diese Abenteuer durchlebt habe, die mein Vater durchlebt, dann werde ich vielleicht auch das letzte Monster besiegen und ihm endlich gegenüberstehen, ohne zu wissen, dass sein Vater sich parallel in dieses Monster verwandelt hat. Das heißt, all diese Setups aus den ersten 8 Sagen versprechen mega geiles Finale. Und es ist so dumm, weil bevor die Saga rausgekommen ist, die finale Ithaka-Saga, habe ich noch zu meinem Boyfriend gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass er es nicht gegen die Wand fährt. Dass nicht alles on face value genommen wird, weil es so episch alles aufgebaut wurde und ich hoffe so, dass er nicht Folgendes tut. Und dann hat er es getan. Was außerdem wichtig für das Finale ist, unser Held muss alles riskieren. Sein Final Leap, wo er alles aufs Spiel setzt und komplett offengelegt wird, wer er tief im Inneren ist, weil er keine Auswege mehr hat, sondern nur diesen einen Weg. Der offenbart, was der Autor uns tatsächlich sagen möchte. Unsere Kernaussage, das Leitmotiv, was sich die ganze Zeit über die Geschichte spannt, kriegt im Finale seine finale Antwort. Und das muss keine sein, Ruthlessness ist gut, Ruthlessness ist böse. Es kann auch was Nuanciertes in Graustufen sein. Manchmal ist es kompliziert. Kann die Kernaussage sein, wenn man all die
diese Motive zusammen gegenüberstellt. Aber was der Autor haben muss, ist ein Standpunkt. Denn im Endeffekt ist jede Geschichte eine Behauptung und die Geschichte nur der Versuch, durch ein Beispiel diese Behauptung als wahr zu beweisen. Glaubt der Zuschauer dir, hast du die Geschichte gut genug erzählt, wird er davon inspiriert sein, darüber nachdenken und das auf sein Leben übertragen. Und das ist der Grund, warum wir Geschichten erzählen. Um Lehren weiterzutragen, um Erkenntnisse zu bringen. Wir gucken Geschichten, um selbst Dinge zu lernen. Fehlt all das, haben wir keine Erkenntnis, haben wir keine Lehrgeschichte, haben wir keine Dualität oder Raum, wo wir uns reindenken können und Wachstum, dass wir das Gefühl haben, an dieser Geschichte mitgewachsen zu sein, dann werden wir diese Geschichte relativ schnell vergessen wieder. Jede Geschichte ist der Versuch, eine Behauptung durch eine Erzählung zu belegen. Welche Aussagen sind das? Welche Motive gibt es? Welche Auflösung bekommen wir jetzt also im Finale? Let's dive into it, in die große letzte Saga, die Ithaca-Saga. Der erste Song ist The Challenge. Wir sind bei Penelope, die ein Leichentuch knüpft. I'm supposed to choose a suitor to wear the crown. Sie erzählt uns, dass sie ihren Verehrern versprochen hat, sobald es fertig ist, sucht sie sich einen Nachfolger aus. Was sie ihnen aber nicht sagt, dass sie nachts immer wieder die Fäden auftrennt, um so immer mehr Zeit für Odysseus zu kaufen. She's buying him time. Doch sie hat ein Gewitter gesehen und führt dadurch eine göttische, mystische Kraft und eine Bedrohung, dass sie sagt, okay, die Zeit rennt hier aus und wir hören noch den Chor. Buying you time. Und es baut sich ein bisschen Druck. Darauf sagt Penelope, Druck, Gesänge, jetzt wird mal Zeit für eine neue Challenge. Ich finde, die Motivation ist ein bisschen random, aber gut. Was mir auch nicht schmeckt, ist, dass wir Penelope das allererste Mal wirklich first-hand sehen, in dieser letzten Saga bei ihr sind und sie alles ist, was Odysseus sich je erträumt hat. Sie sitzt zu Hause, häkelt und strickt und wartet und wartet und wartet, dass ihr Mann nach Hause kommt. 20 Jahre ohne eine andere Aufgabe, außer ihm Zeit zu kaufen. I'll be here. Egal, zurück zu ihrer neuen Challenge, die sie sich ausgedacht hat, denn das macht sie sehr gerne. Sie sagt, wer es schafft, den alten Bogen meines Mannes aufzuspannen und durch 12 Axtköpfe zu schießen, der ist es würdig, der darf neben mir Platz auf dem Thron meines Mannes nehmen und ich werde seine Königin. Weil sie weiß, das ist sehr schwer und das hat bisher nur ihr Mann geschafft, glaubt sie, dadurch kann sie ihm wieder Zeit kaufen und sagt, er muss sich aber beeilen, because she's waiting und reprised dieses Waiting-Motiv. Which is fucking weird, weil zuletzt, als wir es gehört haben, war es ein Motiv aus der Unterwelt gewesen. Es stand für seine Mutter, die gestorben ist, als sie auf ihn gewartet hat, ohne ihn zu sehen. Und das die Dringlichkeit bei Odysseus auf seiner Heimreise verstärkt hat, wo er gesehen hat, okay, wenn ich mich nicht beeile, dann stirbt sie vielleicht und ich werde sie nie wiedersehen wie meine Mutter. Das letzte Mal haben wir es gehört nach Get in the Water, als er ins Wasser gezogen wird, fast stirbt und aus der Unterwelt, dem Wasser, wieder seine Soldaten singen hört, dass sie warten und der Tod praktisch an ihm zerrt und immer weiter tiefer reißt, kurz bevor er das durchdringt und mit 600 Strokes Poseidon besiegt. Das heißt, es ist ein sehr trauriges Motiv, das immer mit Tod verbunden ist, wird jetzt aber zu einem Hoffnungsmotiv von Penelope, was ein bisschen seltsam ist. Dabei hat Penelope bereits ihr eigenes Thema und das ist ja wäre Waiting von vornherein Penelopes Motiv gewesen. Dann in der Unterwelt hätte er gemerkt, okay, Penelope ist nicht die Einzige, die wartet, sondern auch meine Mutter, mein Volk, meine Eltern und für die bin ich schon zu spät. Es gibt mehr Opfer als Penelope und meine Liebe und jetzt würde sie es wieder reprisen, dass sie sagt, okay, der Tod lauert ihr im Nacken. Dann hätte es einen besseren Aufbau gehabt, statt jetzt ihr das einfach zu geben. Es wirkt ein bisschen nonsensical. Wir kommen zum zweiten Song, Hold Them Down. Den singt Antinous, also unser Hauptbösewicht, aber wir wissen gar nicht, dass es Antinous ist, wenn wir nicht googeln, wer das eigentlich singt, denn er hat kein eigenes Motiv, das wir wiederhören, sondern es ist eine komplett neue Melodie. Er beschwert sich darüber, dass diese Aufgabe zu schwer ist und das niemand schafft. Screw this competition. We've been here for hours. None of us can string this. We don't have the power. Und es geht auch nicht mal darum, den Pfeil durch die ganzen Äxte zu schießen, sondern allein den Bogen aufzuspannen. Das schafft schon niemand. Und ich denke so, that's a weird choice, dass das schon niemand schafft. Macht es ein bisschen antiklimatisch, finde ich. Aber er durchschaut relativ schnell, dass dieses ganze Spiel nur eine Taktik ist, alle hinzuhalten. Also to hold them down. This is how they hold us down while the throne gets colder. Dann redet er über Telemachus, der gerade auf Diplomatenreise ist und heute wieder zurückkommen müsste und wie sie ihn überfallen könnten und ihn jetzt planen zu töten und zu zerhacken und im Meer zu versenken. Was sie nie tun, das heißt, wir verbringen hier Zeit mit einem Plan auszumalen, der nie in die Tat umgesetzt wird und uns eigentlich nur Zeit raubt. Und er nennt Telemachus den Prinzen. Warum bringt er hier nicht das Little Wolf-Motiv zurück, das wir ja schon mit Antinous und Telemachus verbinden? Fight, little wolf, fight. Wanna entertain me? Fight, little wolf, fight.
Let's see how you take this. Würde man das an den Anfang stellen, wüssten wir sofort, es ist Antinous. Es ist immer noch dieser Twist. Antinous sagt, sobald wir den Prinzen zerstückelt haben und im Meer versenkt haben, können wir endlich seine Mutter grapen. Und man denkt sich so, ich dachte, er ist auf Diplomatenreise, warum könnt ihr das jetzt nicht machen? Also es ist kind of random, warum Telemachus anscheinend ihn davon abhält und er erst umgebracht werden muss, um den Thron zu erringen, aber er ja jetzt auch nicht da ist und eigentlich nichts im Wege stünde, den Thron zu erstürmen. Also, wisst ihr, was ich meine? Es setzt so einen weirden Ehrenkodex voraus von einem Typen, der die ganze Zeit auch schon vorher in Little Wolf davon singt, dass sie ins Schlafgemach der Königin einbrechen wollen und sich an ihr vergehen wollen. Why? Why don't you open her room so we can have fun with her? Auch diese ganze Sache, dass Telemachus die Schlafzimmertür bewachen muss, weil die Frau sich nicht in irgendeiner Art und Weise selber wehren kann, obwohl sie eine erwachsene Königin ist und alle nur durch Listen und Challenges hinhalten kann, die aber von ihrem kleinen Sohn beschützt werden muss, der gerade 20 ist. Und auch der Fokus des Songs, ich muss das hier nochmal ganz klar sagen, der letzte Part beschreibt en Detail, wie sie die Mutter downholden wollen und sich an ihr vergehen wollen, mit mehreren Leuten. Überzogen großer Fokus und ich denke mir so, why? We get it. Wir haben das Motiv schon beim ersten Mal, als er da war. Wir wissen, he's the bad guy. Wozu müssen wir nochmal so viel Zeit damit verbringen, all das zu beschreiben? Es ist einfach nur Personal Taste bei mir. Ich hätte das nicht gebraucht, to be honest. Vor allem noch damit so viel Zeit zu verschwenden und dann so viel Sachen nachher unaufgelöst zu lassen, aber ich greife vorweg. Denn während er seine Grape-Fantasien bespricht, wird er einfach in den Hals geschossen und ist tot. Antinous gone. Unser Main-Villain jetzt einfach tot. Im zweiten Song, ohne dass er irgendwas Böses gemacht hat. Er hat bisher einfach nur geredet. Aber gut, better safe than sorry, I guess. Trotzdem fühlt sich es kind of antiklimatisch an, jemanden in seinem Villainplan, den er gerade schmiedet, direkt in den Hals zu schießen. I don't know, maybe it's just me. Auf jeden Fall taucht Odysseus jetzt auf und der Song heißt auch Odysseus, Song Nummer 3. Er verdunkelt alles, hat in der Zeit, wo alle probiert haben, diesen Bogen aufzuspannen, alle ihre Waffen versteckt, schnappt sich seinen eigenen Bogen, mit dem er auch gerade Antinous erschossen hat und schießt alle Leute, die Fackeln in der Hand haben, tot und schlachtet praktisch in der Dunkelheit jeden ab, taucht alles im Blut und veranstaltet ein großes Massaker. Dabei droppt er so epic One-Liner wie: You don't think I know my own palace? I built Er it. kennt den Palast also so gut, weil er ihn selber gebaut hat. Selbst im Dunkeln wird er noch alle anderen wie so ein Biest, wie ein Monster halt finden und niederreißen. Und das tut er auch. Dann taucht auf einmal ein neuer Charakter auf. Eurymachus, den gibt's auch in der Odyssee, aber warum den jetzt random neu einführen, der um Mercy bettet und sagt, du hast ja schon den Kopf von uns besiegt, mit uns kannst du ja Gnade haben lassen. Und Odysseus macht nochmal so einen pathetischen, oh, ich bin so ein böses Monster, ich habe all meine Mercy verloren und bin jetzt so ein Ruthlessness-Monster. Und dann schlachtet er weiter alle ab. Und das Weirdeste ist, dass Eurymachus, also den er jetzt tötet, mit dem Motiv seines damals besten Freundes antwortet, nämlich mit Let's have open arms instead. No. Let's greet the world with open arms. Greet the world with open arms. Greet the world with open arms. Und das war der Gegenentwurf zu Poseidon. Und jetzt sagt Odysseus aber, nein, du musst sterben und tötet dadurch symbolisch seinen besten Freund von damals wieder, der ihn an die Hoffnung und das Gute an der Welt erinnert hat. Also zerstört er die Aussicht auf Hoffnung und Güte in seinem Leben praktisch symbolisch nochmal. Da denkt man wieder, es ist so ein weirder Take auf die ganze Sache, wenn man überlegt, dass selbst Athena Einsicht hatte über all die Jahre. Aber das löst sich bestimmt noch auf später, oder? Wir wechseln den Schauplatz kurz im Kampf und führen 2 weitere Charaktere ein, die jetzt einfach last minute nochmal reingestopft werden in die Geschichte. Und zwar Amphinomus und Melanthius. Die beiden finden nämlich den Waffenraum, in den Odysseus all die Waffen versteckt hat, und die Tür ist aber offen. Also schleichen sie sich rein und werden aus dem Hinterhalt von Telemachus angegriffen, der auf einmal dasteht und Amphinomus von hinten ersticht. Aus dem Hinterhalt, sich dann aber Melanthius, also dem anderen Typen, gegenüber hinstellt und allen anderen Wachen so, die dann noch mit dabei sind, und sagt so, ich will euch gar nichts tun. Throw down those weapons, and I ensure you'll be spared. Don't wanna hurt you. Und du denkst so, du hast gerade grundlos den anderen Typen von hinten aus dem Hinterhalt in den Rücken gestochen. Hä? Melanthius, der andere, der überlebt hat, sagt, no, 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 wir überwältigen jetzt Telemachus und erpressen damit Odysseus, also das böse Monster, dass er nicht mehr die ganzen Verehrer seiner Frau angreift, und wollen sich so trotzdem noch den Palast sichern und Telemachus, den Sohn von Odysseus, als Waffe gegen ihn benutzen, als Geisel. Klappt so semi. Odysseus taucht auf, killt Melanthius, und als die anderen nach Mercy betteln, dann geht er nochmal richtig in so seinen Villain-Monolog ein und ist so, nein. You plotted to kill my son.
You plan to rape my wife. All of you are going to die. Und richtet das größte Blutbad überhaupt an. Okay, 2 Dinge. Hatten wir nicht den Propheten, der genau das prophezeit hat und Odysseus damals noch gerufen hat, weil er dachte, es ist irgendein anderer Typ, der neben Penelope steht und das Blutbad anrichtet. Diese Erkenntnis, dass er das aber selbst ist, kommt einfach nie. Also es gibt dieses Setup, aber kein Payoff. Und vielleicht sollten wir jetzt über Setups und Payoffs mal kurz reden, denn in jeder Geschichte, die ich schreibe, ist das wichtigste Tool, dass du eine Setup- und Payoff-Liste hast, dass du immer aufschreibst, was etabliere ich, eine Liste hast mit, diese Sachen muss ich noch auflösen und sie rüberschiebst in Paid-Off, wenn du etwas etabliert hast und das nachher aufgelöst hast. Dann entstehen solche Sachen nicht, dass du 1000 Sachen etablierst und die nicht aufgelöst werden. Hier, ich zeige euch mal, wie das bei SMA bei mir aussah. Und schreib mich ab, der Hörspielserie, die ich für RBB geschrieben habe. So, du hast einfach so diese Sachen, die du hier etablierst, darüber schiebst und wenn du sie dann in Folge XY auflöst, kannst du sie rüberschieben und im Finale siehst du, welche Handlungsstränge sind noch alle offen und müssen abgeschlossen werden. Ganz einfaches System. Und da wäre es so einfach gewesen, das mit einem Acknowledgement, mit einer Erkenntnis einfach aufzulösen, dass er sagt so, wow, it's me, ich bin jetzt das Monster, ich bin die Prophezeiung, die über euch gebracht wird. Aber es bleibt halt einfach untouched wie 1000 andere Setups, die einfach alle in der ersten Spalte da hinten bleiben. Das Finale hier hinten immer so ruft so, hallo, ich hab noch Platz. Ich fülle die ganze Zeit mit unnötigen Odysseus Hören auf, um die Zeit zu überbrücken, aber all diese Sachen hätten irgendwo Platz finden können. Wie erkläre ich euch nachher nochmal in meiner Version, wie ich das gemacht hätte. Und mit der Passage habe ich auch noch ein zweites Problem, nämlich, dass er sagt, ihr wolltet meine Frau rapen und meinen Sohn angreifen, was sie nicht getan haben. Darum töte ich euch jetzt. Und das ist okay für ihn. Und weil er sie als schlechte Menschen sieht, kann er sie als Monster komplett ausradieren. Dass er selber aber seine gesamte Crew für sein persönliches Glück, Penelope wiederzusehen, einfach komplett geopfert hat und mehrfach immer wieder ihre Hälse riskiert hat. So direkt beim Zyklopen angefangen, hätte er sich einfach damals geopfert und nicht gesagt, nö, ich werde mal nach Hause Penelope sehen, wären all seine 599 Leute freigekommen. Poseidon hätte sie nie verfolgt. Sie wären alle glücklich nach Hause gereist und 599 Leute wären angekommen versus jetzt ein Mann, der egozentrisch nur an sich gedacht hat die ganze Zeit. Ich verlange nicht von ihm, dass er so, ich finde das nachvollziehbar in der Geschichte, dass er tut, was er tut, aber so diese Selbstgerechtigkeit ohne den Funken von Reflexion, was gut und böse ist und in ihn für sich bedeutet, während er das Monster anerkannt hat und zu dem geworden ist, gegen das er die ganze Zeit gekämpft hat, nämlich Poseidon, der Ruthlessness zu 100% vertreten hat und Odysseus jetzt die Epiphany davon geworden ist. Das erzeugt ein riesiges Fragezeichen auf meinen Kopf. Aber es wird nicht aufgelöst. Er tötet einfach alle Leute und steht dann Telemachus gegenüber. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, jetzt müsste es ja diese Aufeinanderprallung dieser beiden Werte geben, aber die gibt's nicht. Telemachus trifft auf Odysseus und ist froh, dass er ihn endlich sieht. Sein großes Idol, auf das er so lange gewartet hat und sagt, I can't help but wonder. Hat sich immer gefragt, würde er ihn akzeptieren? Ja, tut er. Wird er so groß und krass sein? Ja, wird er. Wird er je an die Stärke seines Vaters rankommen? Nein, wird er nicht. Aber sein starker Papa ist endlich wieder zu Hause und beschützt ja jetzt alle und bringt alles wieder in Ordnung. Die beiden kennen sich nicht. 20 Jahre lang ist er jetzt bei seiner Mama groß geworden, ohne diesen Menschen. Aber sie treffen sich und beide sind 100% die Erwartung, die sie voneinander hatten. Es gibt null Konflikt. Es ist diese komplette Akzeptanz und das Happy End und die Belohnung dafür, dass Odysseus zum kompletten Monster wurde und alle abgeschlachtet hat. Die eine Sache, vor der Telemachus die ganze Zeit Angst hatte, vor dieser toxischen Männlichkeit, der er sich entgegenstellen musste, um seine Mutter zu bestützen, die ganze Zeit. If I fight this monster, is it you I'll find? Kommt sein Vater als Verkörperung jetzt, dieser genau zurück. Happy, happy ending. Das macht alles komplett sinnlos. Dafür hätten wir nicht Telemachus gebraucht, dafür hätten wir nicht Legendary gebraucht, dafür hätten wir seinen gesamten Character-Arc, seinen I Want Song nicht gebraucht, weil er jetzt hier praktisch zum eindimensionalen Tool degradiert wird, der einfach nur da ist als Damsel in Distress, der gerettet werden muss von seinem Papi. Dass Odysseus noch eine coole Szene bekommt, in der er Leute abschlachten kann. Er ist schwach, kann sich nicht selbst freikämpfen. Er bekämpft nicht das Monster, hinter dem er seinen Vater findet. Er findet einfach das Monster und sagt, Hi Daddy. Das geht halt gegen all das, wofür Telemachus steht und etabliert wurde. Und da ist nur der Strang nicht zu Ende gebracht, sondern einfach lazy alles über Bord geworfen, was man aufgebaut hat. Telemachus geht vor und soll Penelope darauf vorbereiten, dass sein Vater jetzt gleich in ihr Zimmer schreitet. Er wartet noch ein bisschen, denn er spürt die Anwesenheit von Athena und es kommt zur Konfrontation. Athena und Odysseus. Und jetzt werden ihm doch aber mal die Leviten gelesen für all den Scheiß, ha? Sie taucht auf und ist nun praktisch die Verkörperung von Polites, seinem ehemals besten Freund, der für Empathie stand. Und Athena reprised jetzt I Can't Help But Wonder und fragt sich, I can't help but wonder what this world could be if we all held each other with a bit more empathy. wie
Wie würde eine Welt aussehen, in der wir mehr Empathie hätten, in der wir einander helfen würden, statt immer das Schlechteste einzusehen? Und wie Odysseus praktisch Blutbäder anzurichten und selbstgerecht alles zu töten für unseren eigenen Wunsch und unseren eigenen Willen. Weil wir es nicht schaffen, unsere Feinde als Menschen zu begreifen, sondern als Dinger, die zerstört werden müssen. Weil es böse ist, wenn Antinous den Sohn angreift, aber nicht böse, wenn Odysseus ein Baby von Trojas Wall runterwirft in den Tod, ins Feuer. Odys Antwort auf Athenas Gedanken der Empathie ist: If that world exists, it's far away from here. Empathie gibt's hier nicht. Du hast mich damals allein gelassen, für mich ist der Zug abgefahren, du lebst ja noch ewig, mach's beim nächsten besser, aber mich hast du versaut. Und blamet sie praktisch dafür, dass er dieses Kackvieh ist, was er nun mal geworden ist. And I can't with him. Und dann sagt er auch noch, viel Spaß dann noch in deiner Unendlichkeit, uns mal irgendwann besser zu machen und eine schönere Welt zu kreieren. Hier in der Welt wird das nicht mehr passieren. Ciao, Kakao, ich muss jetzt noch mein Girl treffen. But I've got one endeavor. There's a girl I have to see. Während er von seiner erwachsenen Frau, der Königin von Ithaca, spricht. Und damit endet Athenas Storyline, nämlich in Remorse dafür, dass sie es versaut hat, wie immer, weil Odysseus einfach schafft, so allen die Schuld zu geben an seinem Scheiß, außer an sich selber. Und es keinen Reflexionsmoment gibt, in dem ihm das irgendwann vorgehalten wird als Spiegel oder er daraus lernt oder erwächst. Dabei gab es in der Original-Odyssee einen riesigen Moment, in dem Athena glänzt mit ihrer Empathie, nämlich als die ganzen Familien der Leute, die Odysseus jetzt abgeschlachtet hat, der Verehrer, an den Hofe kommen und einen großen Krieg losstarten wollen und Athena aber auftaucht und sagt, jetzt reicht's, jetzt enden wir diesen Strudel der Gewalt und beginnen mit Empathie. At the 11th hour of the book, the families of the slain suitors show up to seek their revenge on Odysseus and his family. However, at the absolute last second, Athena shows up, no longer in disguise. She's finally herself. A god before all mortals. Aber der wurde einfach komplett gescratcht. Auch die Idee, dass sie gesagt hat, sie möchte the greatest warrior of all kreieren, wird irgendwie nie zu Ende geführt. Weil ihn jetzt anzugucken und zu sagen, das ist es, kann es halt nicht sein. Eigentlich hatte sie sich ja mit dem Ziel Telemachus angenommen, aber der ist ja jetzt zum Schwächling und zum Tool geworden, also zum Story-Device, das wir nur brauchen, um die Geschichte voranzutreiben. Das heißt, auch dieser Storystrang versickert einfach im Boden. It's gone. Wir kommen zum letzten Song, Would You Fall in Love With Me Again? Und das ist ein wilder Song, Leute. Also, lot of feelings. Beide treffen sich und die Spannung ist gleich Zero, denn da Penelope ja schon den ersten Song gesungen hat, ist dieses eine Setup, was wir den gesamten Sagen vorher hatte, wie wird Penelope reagieren, wenn er nach Hause kommt, dahin. Wir wissen ja, sie sitzt zu Hause und wartet und strickt und deckt sich Challenges aus, weil sie ihn so liebt und ihn mit offenen Armen zurückhaben möchte. So. All das haben wir direkt im ersten Song verschossen. Eine weitere Storyteller-Regel ist, wenn du Informationen hast, benutze sie als Munition und schieß sie erst dann, wenn sie wirklich vonnöten ist und den most Impact hätte. Und das wäre hier. Hier erst zu erfahren, wie reagiert sie auf ihn? Hat sie die ganze Zeit wirklich auf ihn gewartet? Wie sieht's denn in ihr drin aus? Aber das passiert nicht. Wir wissen ja bereits, sie wartet. Wie seine Mutter. Also würde sie bis in den Tod da sitzen, stricken und warten. What a dream for a straight guy. Beide treffen aufeinander. Sie beschreibt, wie sie ihn sieht, dass er äußerlich runtergekommen ist und dünner geworden ist und seinen Blick kaputt und er wie ein gebrochener Mann da ist und sie nicht richtig weiß, ist er noch ihr Mann? Is it really you, my love? Und ich denke so, okay, was hast du erwartet? Und all das hier fühlt sich für mich persönlich, ich weiß, andere Leute werden es anders sehen, aber mehr wie noch mehr Time Waste an. Odysseus läuft von Station zu Station und durchlebt immer wieder dieselben Emotionen. Er sitzt da, heult ein bisschen und alle Leute sind so, ach, wie schön. Sein Sohn heult er voll, ach, all die Zeit, die wir verpasst haben, aber jetzt haben wir uns, ja, toll. Und Athena sogar, ach, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt nun mal dieses Monster, aber du musst es mal besser machen im nächsten Leben. Dann rennt er weiter zu Penelope und wieder mimimiert er rum. Das ist unser Finale? Darauf habe ich jetzt 8 Sagen gewartet. Mein Problem ist auch, dass wir merken, dass Odysseus nicht wirklich Reue spürt. Er gesteht hier all die Sachen, die er getan hat. Die er seine Männer umgebracht hat und eingetauscht hat, als wären sie eine Ware und so weiter und so weiter. Aber sein Gedanke ist nie einer der Reue, dass er irgendwas davon bereut. Denn er ist ja jetzt hier und hat bekommen, was er wollte. All of that was to bring me back to you. So tell me, would you fall in love with me again if you knew all I've done? Seine Angst ist nur, dass das Penelope verschrecken könnte. Und sein Verständnis eines Mannes ist Ehrlichkeit. Also muss er ihr das sagen. Und seine größte Angst ist, dass all das jetzt umsonst war und sie ihn nicht lieben wird. Reue für die Taten nicht vorhanden. Für das Blutbad gerade nicht vorhanden. Obwohl wir ja auch von Hunderten von Verehrern reden, die in diesem Schloss gelebt haben
und 20 Jahre auch die Königin in Ruhe gelassen haben und gewartet, dass der König zurückkommt. Wie gefährlich waren die Leute, let's be honest. Aber wir wollen nicht zu nitpicky werden, right? Wir probieren noch ein bisschen Drama zu kreieren im letzten Song. Das probiert Jorge, indem er die Odysseus-Bettgeschichte rausholt, denn die steht auch so in der Odyssee. Vieles bedient sich einfach 1:1 der Odyssee. Trotzdem ist es immer eine Choice, finde ich, was nimmt man und was inszeniert man wie. Wie gesagt, für Drama hat nicht gereicht, dass er all seine Morde etc. gesteht und sagt, ich bin überhaupt nicht mehr nett und gentle, so wie die Person, in die du dich verliebt hast, sondern jetzt ein absolut kaltgebrühter Mördermonster-Mensch. Und sie sagt, ja, it's fine. Also sie reagiert jetzt nicht krass darauf. So, sie sagt, ich möchte jetzt nur ein bisschen Peace. Kannst du mal das Bett wegräumen hier und ganz weit wegbringen? Kind of fucking random, hätte man auch irgendwie besser, finde ich, vorbereiten können. Ähnlich wie die Challenges am Anfang ist sie einfach so, hier, eine weitere dumme Challenge. Aber Odi reagiert darauf mit Wut. Do you realize what you have asked me? The only way to move it is to cut it from its roots. Und ich denke so, Wut ist das letzte Gefühl, das du ihr jetzt gegenüberbringen solltest, nachdem du erzählt hast, was du mit deinen ganzen Kollegen gemacht hast, mit all deinen Freunden. Und dann ist Penelope so, ha, du weißt das ja alles, also bist du mein Mann, also werde ich mich auch wieder in dich verlieben. Natürlich weiß er das, er hat ja nie abgestritten, dass er das nicht weiß. Und sie kann auch nicht so doof gewesen sein, dass sie nicht gedacht hat, dass er das tatsächlich ist. Also die Tatsache allein, dass er mal nett war und gentle und das gemacht hat, reicht aus, dass sie ihm verzeiht und sagt, alles ist wieder gut. Was lernen wir daraus? Es ist kackegal, was er heute tut, ob er Leute vermöbelt, umbringt, illoyal ist, ein absolutes Monster, wortwörtlich. Solange die Frau sich sagen kann, ja, früher war er ja nett und er weiß ja auch noch von früher. Früher hat die gute, schöne Zeit. That's enough. Sie verspricht sich wieder und immer wieder in ihn zu verlieben und beide sagen, ich liebe dich. Ende epic. Und ich saß wirklich da und war so, what the actual fuck? Recap. Was lernen wir also aus Epic? Was soll die Kernidee sein, die sich jetzt unter all diesen diversen Tauziehen zwischen Ruthlessness und Mercy freigelegt hat? Wut, Verrat, Brutalität, Ruthlessness hat dem Herrn alles gebracht, was er sich je erträumt hatte. Empathie ist Schwäche, muss vernichtet werden und seine Frau wird da sein und ihm alles verzeihen, egal was er tut und ihn immer lieben. Und sein Sohn stellt ihn auch niemals in Frage. Never. Was wir daraus lernen für uns, achtet immer auf euch, dass ihr bekommt, was ihr wollt. Das Wichtigste ist, dass es mir gut geht. Das ist so eine krass egozentrische, fast rechte Ideologie, dass diese ganze Geschichte sich mit diesem Ende liest, wie so der feuchte Traum eines Heteromannes aus Kriegszeiten. Solange man so alles vor sich verargumentieren kann, dann kann ich nach Hause gehen und alles wird mir verziehen, weil meine Frau nimmt mich dann in den Arm und ich gehe in meine Familie und alles ist wieder gut. Das ist so legit Propaganda, die sie Soldaten damals erzählt haben und diese Soldatenglorifizierung so mit sich trägt. Thanks, I hate it. Doch alles ist eindeutig, nichts ist mehrdeutig, es gibt nichts, was wir zwischen den Zeilen lernen können oder für uns aufsaugen können. Es wird eine Idee nach vorne gestellt, das ist, vergess Empathie, prügel Ruthlessness, dein Egozentrismus durch und dann kriegst du alles, was du möchtest. Das inspiriert nicht. Da gibt's keine größere Idee. Boah, ey. Nachdem ich jetzt also rumgenörgelt habe, was mir alles nicht gefallen hat an der Ithaca-Saga, werde ich jetzt versuchen, das Ganze zu fixen. Alle offenen Handlungsstränge zusammenzubringen, zu gucken, was war eigentlich das Kernmotiv von Epic the Musical? Warum ging es so verloren in der ganzen Geschichte? Und wie kriegen wir das so hingedreht, dass wir einen schönen dramaturgischen Bogen schlagen, in dem sich alle Setups nachher auch auszahlen und wir mit einem zufriedenstellenden Gefühl aus diesem großen Megaprojekt hinausgehen? Ich möchte hiermit auch überhaupt nicht respektlos sein und probiere darum, so viele Elemente wie möglich aus der Original-Ithaca-Saga zu nehmen und nur Twists raufzubringen, um zu zeigen, mit wie vielen kleinen Stellschrauben man hätte ein viel besseres Storytelling-Erlebnis kreieren können. Also, How to Fix Epic the Musical Part 2. Ich habe ja gerade schon angedeutet, wir haben ganz viel Kram, der noch aufgelöst werden muss, also müssen wir erstmal ein bisschen Platz schaffen. Was ich machen würde, The Challenge und Hold Them Down erstmal zusammen in einen Song mergen. Und zwar als den ersten Song. Wir setzen ähnlich ein wie im ersten Song. Penelope sitzt am Fenster, wir sehen sie hier zum allerersten Mal, ne? Remember. Und sie webt gerade dieses Tuch und singt, dass sie dadurch Zeit kauft, indem sie nachts immer wieder die Fäden auftrennt. Auch hier singt sie wieder Buying You Time, wie im Original. Gar nicht zu viel geändert. I'll be here, buying you time.
Und wir denken uns, natürlich singt sie das für Odysseus, right? Sie sitzt da und wartet auf Odysseus. Bam, Transition. I'm buying you time to hold them down. Und wir gehen rüber in das Hold them down Thema. Nämlich in den Chor der Verehrer. Und sie singen, dass sie erkannt haben, dass sie an der NASA herumgeführt werden mit diesen ganzen Challenges nach all den Jahren. Die sind ja nicht dumm. Und das in der Manie, dass sie betrunken sind, sich benehmen wie die Schweine, den Palast zerlegen und ein gefährlicher Mob sind. Denn das ist auch ein großes Thema in der Odyssee, dass die griechische Gastfreundschaft von den Verehrern nämlich mit Füßen getreten wird. Auch dafür müssen sie später bezahlen. Aber dadurch, dass wir direkt Hold 'em Down haben und sie das durchschaut haben, haben wir eine größere Motivation und eine Dringlichkeit bei Penelope mit der Challenge zu starten, denn wir switchen direkt zurück zu ihr, indem sie als Gegenentwurf wieder Buying You Time singt. I'll be here, This is how they buying you time. Sie stellt die Challenge vor, die mit dem Bogen, der gespannt werden muss und der durch die Äxte geschossen werden muss. Denn sie weiß, es gibt nur einen oberhalb der Unterwelt, der das schaffen kann. Wir haben die Unterwelt einmal namentlich genannt und denken dadurch sofort an den Propheten zurück und an die Underworld. Und in dem Moment, wo wir uns das fragen, wie nur ein oberhalb der Unterwelt, würde ich The Horse and the Infant reprisen, den allerersten Song aus Epic, denn wir sind jetzt im Finale. Aber sie würde jetzt singen statt Odysseus. Wer kann die Challenge gewinnen? The one I live for, the one I try for, the one I wish for, the one I die for. Bei Penelope setzt sie aus und wir hören nur das Penelope-Thema. Und dann setzt sie ein mit Telemachus. Und wir wissen, sie kauft nicht die ganze Zeit Odysseus Zeit, sondern ihrem Sohn, dass er endlich groß genug wird, dass er kraftvoll wird und den Thron selber einnehmen kann. Damit spannen wir einmal sinnbildlich diesen Bogen, der ja nachher sogar auf dem Cover der Ithaca-Saga ist, ganz zum Anfang. Denn das tun wir als Storyteller. Wir gucken am Ende an den Anfang, wohin sind wir gekommen, was haben wir gelernt, wo müssen wir hin. Wir müssen Motive nehmen, sie umdrehen, gucken, was können sie noch bedeuten. Und die Sicht von Penelope ist so viel wert, weil wir sie noch nicht gehört haben, als die starke Frau, um die es eigentlich die ganze Zeit geht. Außerdem erzeugt es Spannung. Wir wissen nicht, wie verhält sie sich Odysseus gegenüber. Warum glaubt sie so sehr an Telemachus, aber nicht mehr an Odysseus? Und es gibt einen realistischeren Twist auf die Geschichte und die Beziehung zwischen Sohn und Mutter. Wenn sie die ganze Zeit damit beschäftigt war, ihren Sohn großzuziehen und wir von ihm schon wissen, dass sein Hauptziel ist, seine Mutter zu beschützen, müssen die beiden ein Band haben. Weil das kannst du ja nicht einfach ausklammern, wenn du über die beiden singst. Als wären die halt losgelöst nur zwei Preise, die auf Odysseus warten, die er beide nacheinander abcheckt. So wie es jetzt in der Originalversion passiert. Wir kriegen eine Montage der Verehrer und wie sie probieren, den Bogen aufzuspannen und durch die Äxte zu schießen und jämmerlich versagen. Das haben wir auch im Original. Never constrain the old king's bow and shoot through 12 axes clean. Wir hören die Montage der Verehrer, die versagen die ganze Zeit, aber wir bleiben nicht nur beim Aufspannen, sondern wir hören, wie sie schießen und es an den Äxten abprallt in alle Richtungen. Das kann man akustisch sehr gut darstellen. Wir haben Saiten, die gezupft werden, wir haben Metall, das klirrt. Und dann hören wir Antinous, der alle Leute warnt und sagt, hey, das ist eine Hinhaltetaktik hier. Und direkt kommt er rein mit dem Little Wolf-Motiv. Denn dann wissen wir, oh, Antinous, den kennen wir doch von Little Wolf. Aber jetzt sagt, aus dem Little Wolf wird mit der Zeit einfach ein Big Bad Wolf. Und diese Evolution, der müssen wir zuvorkommen. Er wächst bald auf den Thron und dann ist unsere Zeit abgelaufen. Und das steht dann wieder im Kontrast zu I'm Buying You Time, dass Penelope in ihrem Part desselben Liedes immer wieder singt. Also singt Antinous als Big Bad Wolf, kann er uns downholden, aber das müssen wir jetzt verhindern. Wir müssen ihn downholden, we hold him down. Also sagt er, wir schnappen ihn and we hold him down. Und danach, we hold her down. And when the deed is done, the queen will have no one to stop us from breaking her bedroom door, stop us from taking her love and more. Dann hören wir eine Tür öffnen und Telemachus' Stimme ertönt und er sagt No. Wir switchen kurz zu Penelope. Ihre Dienerinnen kommen rein und sagen, ihr Sohn ist zurück. Und Penelope sagt, hat er auf seiner Reise Helfer finden können. Wir machen also diese Diplomatenreise schnell zu einer Reise, in der er losgezogen ist, um Hilfe zu suchen für das Land. Was viel mehr Sinn ergibt, warum er die Mutter allein zurückgelassen hat, statt für eine Diplomatenreise. Und die Dienerin antwortet, aber es zerschmettert sie ein bisschen, denn sie sagt nur einen einzigen. Song Ende. So haben wir es geschafft, sehr viel Infos in kurze Zeit zu packen, statt uns sehr viel Zeit damit zu vergeuden, erst bei den einen zu sein, dann bei den anderen zu sein, uns in Rape-Fantasien zu verlieren, sondern wir sind sehr schnell bei den Sachen. Durch Telemachus und Antinous Interaktion denken wir wieder daran zurück, dass Telemachus sich in den Weg stellt, um seine Mutter zu beschützen, auch in diesem Moment wieder. Wir kommen zu Song 2. Odysseus. Er macht sich über den Little Wolf lustig und reprised das Thema. Er sagt, oh mein Gott, wie armselig bist du denn? Du hast nur eine Person mit angebracht und dann so einen alten, krummen Bettler. Guck dir den mal an. Der Bettler geht auf den Bogen zu und beginnt den zu spannen und Antinous macht sich immer noch drüber lustig. Er sagt so, ja, versuch's mal, aber your luck runs out. Und wir denken da schon, hä? Wer hat das damals zu wem gesungen? Und es war Eurylochus, der beste Freund von Odysseus damals, der es zu ihm gesungen hat und Odysseus gewarnt hat. Aber Odysseus ist das Monster jetzt. Sein Glück geht
ihn nicht mehr verloren, denn er kämpft für sein Glück, egal über welche Leichen er gehen muss. Also spannt er den Bogen und schießt durch die Axtköpfe in Antinous Bein. Und dann hören wir Odysseus Stimme, wie er sich die Kapuze runternimmt und sagt, würdest du kauern wie der Wurm, der du bist, dann hätte ich dich auch in den Hals getroffen. Antinous greift sich ans Bein, schreit, los, packt ihn! Aber der Bettler bewegt sich sehr schnell und kann allen Leuten ausweichen. Und diese Art, sich zu bewegen und zu kämpfen, die erkennt Telemachus. Und zwar von Athenas Training. Und er fragt sich, ist das der alte Freund, von dem Athena ihn damals erzählt hat? Noch bevor die Verehrer wirklich checken, was los ist, geht das Licht aus. Das war der Bettler. Der erscheint plötzlich neben Telemachus' Ohr und sagt ihm, greif alle Waffen und versteck sie in der Waffenkammer, unten im Keller. Dann sagt Telemachus, woher weißt du, wo die Waffenkammer ist? Und dann switchen wir rüber in die ganze Sache mit dem Palast. We know these odds, the odds can't be tilted. You don't think I know my own palace? I built it. Telemachus fragt sich, kann das sein? Ist das mein Dad? Und während die Verehrer seiner Mutter jetzt Fackeln anzünden, um in der Dunkelheit zu sehen, sieht er das Licht, wie das Odysseus Gesicht trifft und alle beginnen den Odysseus-Chant. Odysseus greift sofort an, wie das Monster, das er jetzt nun mal ist, und die Fackeln werfen Schatten an die Wände, die Telemachus sieht und es wirklich aussieht, als würde ein Raubtier seine Beute greifen und zerfetzen. Blut spritzt an die Wände und von seinem freudigen Gesicht, dass sein Vater zurück ist, wird es immer mehr Angst getrieben und er kriegt immer mehr Furcht. Denn sein Vater ist wie ein Tier, das jagt und schlachtet. Er ist wie gelähmt vor Angst, als Odi dann schreit, los! Und er sich die Waffen greift und losrennt. Dabei rennt er fast in seine Mutter, die gerade aus ihrem Zimmer von oben kommt und fällt fast hin mit den ganzen Waffen und fragt sie, ist er das? Sie sagt, ich weiß nicht. Und Telemachus probiert seinen Vater zu imitieren und sagt, hilf mir, los! Und gibt ihr auch die Waffen und beide rennen die Treppe hinab, um die Waffen in der Waffenkammer zu verstecken und Antinous sieht sie. Und grinst dreckig, wie das Ekel, das er nun mal ist. Wir hören noch ein bisschen, wie der Kampf weitergeht, und zwar den Part aus dem Originalsong, wo er die Fackeln angreift, ähnlich wie Scylla. Where is he? Where is he? Keep your head down, he's aiming for the torches. Our weapons, they're missing. Da sind wir auch in der Heldenreise. Er wendet das an, was er gelernt hat. Ein Setup. Das wird nochmal wichtiger später. Darum habe ich das definitiv drin gelassen und würde auch einen riesen Fokus drauf legen. Wartet auf das Payoff. Wir sind unten bei Telemachus und Penelope im Waffenraum und hören praktisch, wie Leute reinkommen und er probiert Penelope erstmal zu verstecken. Left the weapons room unlocked, and now they're ours to take. Brothers, come and arm yourselves. There's a chance for us to win. Telemachus stellt sich denen aber in den Weg und schlägt sie richtig in die Flucht. Wie der Warrior of the Mind, der er ja nun mal ist, den wir ja gesehen haben, wie er angewachsen ist und groß geworden ist und dieses Kämpfen gelernt hat mit Athena und bewegt sich genauso slick, genauso smooth wie sein Vater damals in den ersten Trainingssessions mit Athena. He came a long way. Aber er kämpft nicht allein. Er kämpft mit Penelope, die mit einem Messer bewaffnet ist, denn sie lebt ja nicht als Königin allein in einem Palast voller Bewerber, ohne sich irgendwie mit ihrem Sohn zusammen eine Verteidigungstaktik überlegt zu haben. Also kann sie sehr gut mit ihrem Messer, das niemand als Waffe einordnen würde bei einer Frau, die sonst Threats auftrennen müsste, sich damit verteidigt. Und hier kommen zwei Themen zusammen, die ich eigentlich richtig geil zusammen finde, und zwar Fight Little Wolf, wie Telemachus kämpft, und I'm Buying You Time von Penelope, was sie vorhin als ihr neues Motiv etabliert hat. Und beide mixen sich zusammen, wie sie ihm praktisch Rückendeckung gibt, während er die anderen Verehrer in die Flucht schlägt. Er schafft es und streckt alle nieder, die dann am Boden sind und zu ihm aufgucken, und er singt. Throw down those weapons, and I ensure you'll be spared. I don't wanna hurt you, but trust me, I've come prepared. Und das merken sie, dass er prepared ist. Er ist jetzt nicht mehr der kleine Little Wolf, sondern er ist jetzt der Big Bad Wolf. Ein richtiger Kämpfer, aber einer, der mit Güte und Mercy regieren kann. Der das tut, was notwendig ist, um seine Liebsten zu verteidigen, aber nicht unnötig Schmerz und Leid anrichtet. Anders als Antinous, unser großer Big Bad Villain, der nämlich noch lebt. Weil warum sollten wir unseren größten Big Bad Villain einfach direkt umbringen? Der kam angehumpelt und greift Penelope von hinten und sagt, jetzt ist genug, und hält ihr ein Messer praktisch an die Kehle. Noch bevor sich Telemachus umdrehen kann, tritt ihn Antinous in die Kniekehlen, er geht zu Boden. Jetzt ist er fast wieder der Little Wolf da unten und verliert wieder gegen seinen größten Feind, Antinous. Und Antinous hat einen boshaften Plan. Er sagt, steht auf, knebelt Telemachus und Penelope, die beiden, und nimmt die letzten beiden Fackeln. Gebt sie den beiden und Odysseus soll sie selbst töten, weil er ja alle Leute mit Fackeln attackiert. Und hier haben wir einen Payoff und wir haben direkt eine intensifying Situation, weil wir denken so, wird Odysseus in diese Falle trappen? Und wir nehmen Tempo aus der Szene. Es wird langsam, wir sehen die Fackeln, wir hören, wie sie entzündet werden, akustisch, und wir hören Antinous, so ist gut, kommt näher, näher noch. Und wir hören, wie er Telemachus und Penelope den Mund zuhält und die sind Dann auf einmal hören wir nur Schnitt, Schnitt.
und wie die beiden Hände auf den Boden fallen und die Fackeln erlöschen. Alles ist stockduster. Und aus der Dunkelheit kommt der Odysseus-Chant back on volle Power. Odysseus tötet die beiden Leute, denen er gerade die Hand abgehackt hat, und die anderen wimmern in Angst und kauern sich in die Ecke. Antinous' Hände sind schon nicht mehr auf den Mündern von Telemachus und Penelope, weil er selbst so völlig in Schock dasteht. Und Penelope flüstert nur Odi und Telemachus fragt sie erneut, ist das mein Vater? Und Penelope sagt nur, nein. Und auch das erhöht wieder die Spannung, was passiert, wenn die beiden, Penelope und Odysseus, sich wirklich Auge um Auge stehen. Dann, als alle am Boden liegen, tritt Odysseus auf Antinous zu. Antinous ist panisch und sagt, bleib wo du bist, und hat immer noch Penelope und Telemachus im Arm. Ein links, eine rechts. Aber Odi bleibt stehen und sagt einfach nur, gut. Er hebt den Bogen, zieht seinen Pfeil direkt auf den Hals von Antinous. Und bam, alles erhellt sich im gleißenden Licht und Athena taucht auf. Have you forgotten the lessons you taught me? Und sie dreht das um. Nicht mehr wie am Anfang, wo sie gesagt hat, weißt du nicht mehr, was ich dir beigebracht habe, sondern appelliert an ihn, weißt du nicht mehr, was du mir beigebracht hast. Und für einen Moment bleibt die Zeit stehen und wir sind wieder in der Zwischenwelt von Athena und Odysseus, in der er nur antwortet. For 20 years I've suffered every punishment and pain, from the wrath of gods and monsters to the screams of comrades slain. I come back and find my palace desecrated, sacked like Troy. Worst of all, I hear you dare to touch my wife and hurt my boy. Hier müsste man you mit they natürlich ersetzen, dass er nicht Athena anspricht, sondern über die anderen redet, die seine Frau und seinen Sohn angreifen wollten. Und dann würde ich hier auf dem Höhepunkt der Spannung eine Zäsur machen und wechseln in den nächsten Song, I Can't Help But Wonder, der eigentlich der Wiedersehenssong zwischen Odysseus und Telemachus ist, ich hier aber direkt den Athena-Part nach vorne ziehen würde. Zuerst erinnert Athena ihn an den Sohn von Poseidon und das Leid, das daraus erwachsen ist, dass er das Kind von jemandem angegriffen hat. Dann an den Mord von Trojas Sohn, The Infant, aus dem allerersten Song. Und wie diese Geschichte aus Rache und Ruthlessness sich immer wieder wiederholt und immer weiter treibt und immer mehr Leid anrichtet. Das würde ich in die erste Strophe packen und in die zweite Strophe dann einsetzen mit der Strophe, die Jorge auch schon geschrieben hat für I Can't Help But Wonder für Athena. Weil an sich im richtigen Kontext macht das komplett Sinn. I can't help but wonder what this world could be if we all held each other with a bit more empathy. I can't help but feel like I led you astray. What if there's a world where we don't have to live this way? Und Odysseus antwortet direkt. If that world exists, it's far away from here. It's one I'll have to miss, for it's far beyond my years. Aber die letzten beiden Zeilen würde ich ändern zu You might live forever, so just move on, be brave. But I've got one endeavor, there's a girl I have to save. Und Athena merkt, dass sie ihn nicht erreicht und probiert ihn noch einmal zu warnen mit den Worten von Zeus' erster Prophezeiung. The blood on your hand is something you won't lose. Das Blut an den Händen wirst du nicht mehr los. Aber Odysseus antwortet nur noch, but I get to choose whose. Die Helligkeit verpufft, wir sind zurück in der Schwärze und sehen nur, wie der Pfeil den Hals von Antinous durchdringt und hinten wieder rauskommt. Er Penelope und Telemachus loslässt und auf die Knie sackt und dann tot umfällt. Denn den Part hat er schon richtig gehabt. Er wird durch den Pfeil, durch den Hals in der Odyssee getötet, in der Originalvorlage. Aber das hier zu platzieren, hilft uns nicht, 20 Nebenschauplätze mit neuen Charakteren aufmachen zu müssen. Und uns vor allem auch so auf die Dynamiken zu konzentrieren und die Machtdynamiken, die uns in unserer Geschichte weiterbringt und Telemachus nach vorne bringt und auch Odysseus und dieses Vater-Sohn-Motiv. Penelope ist auch am Boden zusammengesackt. Odysseus dreht sich um zu den ganzen Leuten, die an der Wand in der Waffenkammer immer noch zitternd sitzen und können nicht mehr weg, denn sie sind jetzt gefangen wie Tiere, weil Odysseus die Tür geschlossen hatte, als er reingekommen ist. Und das alles mit angesehen haben, wie ihr Anführer und 2 ihrer Männer gerade von Odysseus abgeschlachtet wurden. Draußen das Gemetzel schon in den Hallen. Er sagt, jetzt zu dem Rest und hebt wie das Monster, das er ist, bäumt sich auf sein Schwert. Wir hören dann aber plötzlich, wie er einhält, weil Leute nach Mercy betteln. Mercy! Und dann gibt's wieder den Part aus dem Originalsong Odysseus aus der Ithaca-Saga von Jorge. Mercy. Mercy.
My mercy is long since drowned. It died to bring me home. And as long as you're around, my family's fate is left unknown. You plotted to kill my son. You planned to rape my wife. All of you are going to die. Während er runterzieht, hört er von 2 Stimmen sagen, Odysseus, no! Und die beiden Stimmen, die wir hören, sind Athena und Telemachus zusammen. In dem Animatic würde ich es wahrscheinlich so darstellen, dass er durch Athena, die sich davor vor die Männer stellt und er aber durchschlägt, und wir ein Klirren hören, wie Schwert auf Schwert trifft und Telemachus sein Schwert verteidigend vor die anderen Leute hält und in die Knie geschlagen wird. Seine Hand hier blutet, er da das Schwert hält und dann sein Vater davon abhält, noch mehr Leid anzurichten. Während die hellen Nebelschwaben von der zerschlagenen Athena sich um ihn verteilen, wie so ein Licht, das ihn mitbeschützt. Odie ist voll mit Wut und fragt, was tust du da? Aus dem Weg! Und reprist jetzt das Thema, das er zu seinem eigenen gemacht hat, das vorher Poseidons war. Ruthlessness is mercy upon all. Aber Telemachus steht auf mit dem Schwert und dem Leuchten von Athena um ihn rum und stellt sich seinem Vater Eye to Eye und beginnt mit seiner Strophe von I Can't Help But Wonder. All my life I'd have died to meet you. Thought about your name so much it hurts. Während er singt, wird die Kraft, die Odysseus aufwendet, weniger und seine auch. Und wir mixen I Can't Help But Wonder in seinen I Want Song Legendary ein und in das, was er sich immer gewünscht hat und singen. Und es ist das, was er wirklich tut. Er kämpft gegen seinen Vater, gegen das Monster seines Vaters und sieht ihn jetzt Auge um Auge und er fragt, Father? Und Odysseus antwortet, Son. weil sie sich erst jetzt richtig sehen. Und Telemachus fragt, Where have you been? Und was ich dann einfügen würde als Song in den Raum, den ich geschaffen habe, weil wir vorne 2 Songs zusammengefügt haben, ist ein Legendary Reprise, nämlich den I Want Song von Telemachus. Denn wenn man sich den Song anguckt, ist es nicht nur Telemachus Geschichte, sondern er denkt, wenn er all das tun würde, was sein Vater tatsächlich getan hat, dann wäre er endlich diese Legende. Wenn er die Sirens bekämpft, den Cyclops bekämpft, all die Sachen waren aber die bittere Realität für seinen Vater. Und während Telemachus, sein Sohn, immer dachte, das ist was Heldenhaftes, was Glorreiches, sieht er jetzt in die Augen und sieht nichts Glorreiches. Also auf die Frage von Telemachus, where have you been? Antwortet Odie, fighting sirens and a cyclops and Poseidon, even Scylla. Und Telemachus singt weiter für ihn. I know life and fate is scary, but that now you're legendary. Und es hat was Bittersüßes, weil das ist der Moment, wo er sieht, was der Krieg wirklich mit Menschen macht. Und er sieht, was er jetzt zu tun hat, nämlich an die Menschlichkeit, an den Man und nicht an das Monster zu appellieren, an seinem Vater. Er zeigt auf die Leute auf dem Boden und sagt, sie sind alle Söhne von jemandem. Was Odie noch nicht überzeugt, er sagt, sie werden sich rächen und greift all die falschen Weisheiten auf, die er aus seiner Reise und aus dem Krieg mitgenommen hat. They're still a threat until they're dead, hat Athena ihm mal gesagt, bevor sie hier einen Change of Heart hatte. Aber nun ist Athena da, um endlich ihren Charakterbogen auch zu vollenden und sagt, nein, Mercy is a skill more of this world could learn to use. Das, was praktisch Odysseus damals ihr gesagt hat. Und das ist der Moment, wo damals ihre Wege sich getrennt haben und jetzt wieder zusammenführen über denselben Punkt, nur dass ihre Ansichten sich gewechselt haben. Und sie grüßt ihn mit Hello, old friend. Und das ist der Moment, wo es natürlich bei Telemachus endlich Klick macht und er versteht so, okay, das war der alte Freund, von dem Athena damals erzählt hat. Sein eigener Vater. Und Athena beginnt zu singen, nämlich ihren I Want Song in Reprise. We'll be fine. Denn das ist das, was wir am Ende tun. Wir nehmen die Themen von früher und zeigen, wie die Charaktere gewachsen sind, indem ihre Worte, die sie damals gesagt haben, nun eine andere Wertigkeit und eine andere Bedeutung bekommen haben. That's Storytelling. Sie reprised We'll be fine, aber statt maybe ist es diesmal this time. This time to fall is to learn one way. This time it's going to turn out great. Und Odysseus und Telemachus an ihrer Seite zu haben, hilft ihr, diese Botschaft von Empathie all diesen Überlebenden, ehemals Verehrern der Königin mitzugeben, um ihnen den Respekt mitzugeben, aber auch die Gnade zu erweisen, sie ziehen zu lassen. Und auf Odys, sie werden zurückkommen, um sich zu rächen, hat sie eine Antwort. Nämlich die 3 Beschützer von Ithaca, die es nun gibt. Es gibt sie, the patron saint of Ithaca, und Odysseus, a king who's neither man or mythical. Denn er ist legendary, er hat all das überlebt. Und ihren Best Friend, denn sie hat jetzt endlich auch einen Freund. Und den Greatest Warrior of All herangezogen, der beides in einer Person verbindet. Ohne den Remorse von ihr und ohne das Monsteropfer von Odysseus. Nämlich the right middle between mercy and ruthlessness.
The greatest warrior of the mind, Telemachus. Der richtet sich an die Überlebenden und sagt, ihr habt's gehört, der Kampf ist beendet, kehrt heim. Und wir hören das Home-Ende, das Home-Motiv. I'm home. Und es richtet sich nicht mehr nur an Odysseus, der endlich nach Hause ist, sondern dieses Gefühl gehört nun allen. Alle können zurück nach Hause und haben eine zweite Chance aufs Leben verdient. Telemachus verkündet auch, sie können als Gäste zurückkommen, aber sie sollen nicht foolish sein und glauben, dass sich hier niemand wehren würde. Sie sind wachsam. Und hier würde ich, wenn ich dürfte, ein neues Motiv etablieren, und zwar Greet the World with Open Eyes, weil ich finde, das ist der smartere Weg. Wir haben Greet the World with Open Arms von Polities am Anfang als dieses sehr naive Gegenstück zu Ruthlessness und als gäbe es diese beiden Extreme. Aber immer wieder neue Chancen zu gewähren, aber die Augen offen zu halten, ob die Person es wirklich wert ist, wäre, finde ich, die bessere Kernessenz, die man rausnehmen sollte aus diesem Stück und immer wieder neue Chancen geben, aber nicht foolish und nicht ins offene Messer rennend. Und darum finde ich, Greet the World with Open Eyes, Greet the World with Open Eyes, passt auch zum Warrior of the Mind, der sehr bedacht daherkommt und sehr smart ist und sehr klug plant und sehr gerissen ist, genau wie Odysseus, wie er auch angefangen hat in der Troja-Saga und überhaupt den Krieg gewinnen konnte mit seinem Pferd und mit seiner Gerissenheit und mit seinem Verstand. Und nicht dadurch, dass er das ruthlessste Monster der Welt ist. Odysseus nimmt es an, alle drei fallen sich in den Arm und er fragt, aber wo ist Penelope hin? Tatsächlich würde ich an dem Song jetzt erstmal, gerade am Anfang, so gut wie gar nichts ändern, weil erstmal startet der richtig strong rein und mit dem ganzen Kontext, den wir jetzt haben und der Vorbereitung, die Penelope jetzt schon bekommen hat und dem Wandel, den Odysseus jetzt schon hat, sind wir bereits im Charakterbogen Schluss. Das Wichtigste und die größte Frage bleibt aber noch außer Frage. All das, was er geopfert hat, ist es das wert? Hat er die Chance auf Liebe? Bekommt er diese letzte Hürde noch hin? Also sind wir im letzten Song, Would You Fall in Love with Me Again? Ich würde trotzdem reinstarten, dass er schon aufgebracht ist und sie sucht, weil er hat so lange für sie gekämpft, auf einmal ist sie weg und es kommt ihm gar nicht in den Gedanken, dass sie sich freiwillig entfernt hat aus der Situation. Also rennt er durch den Palast, macht Penelope, Penelope und reißt die Türen auf, bis er die letzte Tür anrüttelt, die zu ist und mit Kraft gegendrückt und sie aufbricht und das ist ihr Schlafgemach, in dem sie ist. So ist er der letzte Verehrer, der ihr Schlafgemach aufbricht und wir erstmal eine Intruder-Situation haben. Aber sie irritiert das nicht weiter. Sie sitzt da, wie am ersten Song, als wir gesehen haben, und schaut raus aus dem Fenster, dreht sich zu ihm um und spricht zu ihm, fängt an zu singen. Is it you? Ich würde es trotzdem wie folgt im Text abändern, einfach um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Worum geht es ihr hier eigentlich und was ist die letzte Herausforderung für Odysseus? Das Haunting würde ich als Propheten-Reminder einfach mit reinnehmen, dass sie genau nochmal wissen, he is the man who is haunting. Wenn wir das uns zurück ins Gedächtnis gerufen haben, dann zieht nämlich auch das I'm not the man you fell in love with viel mehr. Weil dann sind wir wieder bei It's no longer you vom Propheten. Da schließt sich der Kreis, Setup, Payoff. Ich würde alles gleich lassen, auch dass er gesteht, was er alles für sie aufgegeben hat, was er alles für sie getan hat. Left a trail of red on every island. Wie er seine Freunde verraten hat und getradet As I hat. traded friends like objects I could use. Ich würde ihr sogar die Challenge lassen, dass sie sagt, hier ist das Bett, bring es weit fort von hier, ich will es nicht sehen. Away from here. Was mich nämlich irritiert hat, ist, dass er so mit Wut reagiert, obwohl Wut die letzte Emotion ist, zu der er gerade irgendwie entitled sein sollte, nachdem, wie seine Frau sich ihm gegenüber verhält und was er angerichtet hat. Do you realize what you have asked me? The only way to move it is to cut it from its roots. Während er sich da reinsteigert und sich das Monster zeigt, vor all der Wut, die er hat, all der Rage, der in ihm drin tobt, erkennt Penelope aber, dass er es wirklich sein muss. Er, dieser Mann, der jetzt dieses Monster ist, ist der Mann, der damals so gentle war, der damals so liebevoll war und so klug und witzig. Und wir kriegen das Man Become a Monster Motiv nochmal. Aber er rechtfertigt sich und sagt, I did this all for you. Aber hier würde ich halt genau den Cut machen, anders als im Original und würde sagen, sie kauft ihm das nicht ab. Ihr reicht nicht, dass er sich an schöne Zeiten erinnert. Sie sagt, no, you did this all for you. Und wie von einem Blitz getroffen, haben wir ein Close-Up auf Odysseus. Und wir sehen Flashbacks, den Zyklopen, wie er hätte das letzte Opfer sein können. Wir sehen Scylla, wie er seine Männer geopfert hat. Wir sehen Thunderbringer, wie er seine ganze Mannschaft getötet hat. Und er fällt auf die Knie. Und sie sagt, I know because I did this too.
alles, was bisher passiert ist in den letzten 20 Jahren. Und hier haben wir diesen super wichtigen Erkenntnismoment für Odysseus. Penelope ist nicht diese Fantasie von diesem Mädchen, was immer da saß und wartete. Denn während er gesagt hat, "Can you fall in love with me again?" und all die Sachen aufzählt, die er erlebt hat, weil er dachte, das ist das Wichtigste, dass sie mich liebt, hält sie ihm jetzt den Spiegel vor und sagt, das ist egoistisch, so zu denken. All deine Leute zu opfern für deinen eigenen einen Wunsch. Aber wir müssen manchmal egoistisch sein und zählt jetzt auf, "Could you fall in love with me again?" Aber singt das nicht als Bitte, sondern als ernsthafte Frage an ihn und erzählt ihm, wie sie Telemachus alleine aufziehen musste, 20 Jahre lang. Wie sie ihn als Kind verteidigen musste, sich selbst verteidigen musste mit immer wieder neuen Listen gegen Dienerinnen, die längst übergelaufen sind zu den Verehrern. Auch das steht alles in der Odyssee im Originalwerk. Dass sie echt fucking lonely war. Sie konfrontiert ihn und sagt, du denkst, die ganze Welt hat hier stillgestanden und auf dich gewartet, dass du nach 20 Jahren wieder nach Hause kommst, aber den Luxus hatten wir nicht. Wie glaubt er, dass das Land 20 Jahre weiter existiert hat? Weil sie als Königin das Land geführt hat. Das Mädchen, das er retten will in seiner Fantasie, die gibt's nicht mehr. Die ist jetzt eine starke Frau und die Königin von Ithaka. Und als diese starke Königin ist es nicht seine alleinige Entscheidung zu entscheiden, ob dieses Bett jetzt steht, gefällt wird oder zerstört wird. Das ist nicht allein seine Entscheidung, sondern sie hat genauso ein großes Mitspracherecht. Und sie fragt, "Can you handle that? Can we fall in love with us again?" Und Odi hält kurz inne und dann greift er sein Schwert und schneidet das Bett frei. Und während Penelope ihn noch anguckt und denkt, was soll das? Und wirklich entsetzt ist darüber, dass er das jetzt macht. Es ging tatsächlich nur darum, ihm vorzuführen, dass dieses Monster, was jetzt hier ankommt und glaubt, bestimmen zu können über alles, so wie es vor 20 Jahren war, dass das nicht mehr funktioniert. Aber in diesem Moment der Ungläubigkeit pflückt er eine Olive ab und diese Olive gibt er Penelope und sagt, pflanzen wir einen neuen Baum in den Boden und schauen, wie er wird. Aber sie tun es gemeinsam. Und das tun sie dann, während sie "Can we fall in love with us again" singen. Und Penelope sagt, bis dieser Baum gewachsen ist, haben wir Zeit, uns kennenzulernen, neu kennenzulernen und dann zu entscheiden, ob wir aus diesem Baum ein neues Bett bauen oder nicht. Und so viel Zeit haben sie noch, denn im Waiten sind sie sehr, sehr gut. Und da kann man nochmal dieses Waiting-Motiv mit reinbringen. Denn es erinnert jetzt an den Tod, an alles, was sie verloren haben, aber es ist neu konnotiert mit einer Hoffnung, die das Warten mit sich bringen kann, dass was Gutes aus diesem Warten entstehen kann. Statt mit dem "I love you" zu enden von beiden, sagt Odysseus "I love you" und Penelope sagt "You really must", weil sie natürlich trotzdem anerkennt, all die Sachen, die er für sie gemacht hat, dieses Wesen, das er geworden ist, das komplett im Gegensatz zu dem steht, was er vorher war, für sie, um wieder zu ihr zurückzukommen. Sie küsst ihn und weint dabei und beide beginnen zu weinen und weinen über die Traurigkeit ihrer Situation, verschenkte Chancen und einen Neuanfang. Das könnte jetzt das Ende sein, aber ich weiß, ihr seid alle Sucker für geschlossene Enden und keine offenen Enden, also würde ich ans Ende eine Coda machen. Und das ist der Schlussteil eines Musikstückes. Und das nochmal so als Fade-Out sehen. Wir haben Odysseus, der schläft und wir hören alte Motive wieder. Wie in einem Albtraum voller Hall. Ähnlich wie in der Zeitschleife, als Athena nochmal recapt, was alles passiert ist in der Zeit. Denn wir wissen ab hier, dass es ein Element, das zeitraffend funktioniert und Sachen zusammenfasst, die passiert sind in all der Zeit und den Jahren. Die jetzt hier zeigen, welche Albträume immer und immer wieder kamen. Wir hören und die Crew. Wir hören Zeus und Scylla. Und auch Odysseus' tote Mom. Und damit die verpassten Chancen. Und Poseidons und doch bevor Poseidon zu Ende spricht, hören wir Penelopes Stimme. Sie sagt, "Me", wie ein Licht in der Dunkelheit. Und Odysseus wacht schweißgebadet auf, aber Penelope ist da und nimmt ihn in den Arm. Wir sehen, dass beide ziemlich gealtert sind und zoomen raus und beide schlafen jetzt in einem neuen Bett, geschnitzt aus dem neuen Olivenbaum. Und wir hören ganz leicht auf dem Klavier "Let me take the suffering from you", während Penelope ihn in den Arm hält. Und der letzte Ton ist aber sehr düster und finster und macht... Und das ist das einzige Ende, das wir noch
brauchen, um Poseidons letzte Frage zu pay-offen, als er gesagt hat, How will you sleep at night? und Odysseus sagt, Next to my wife. aber das nicht die Auflösung sein kann. Natürlich, nach all dem, was du getan hast, schläfst du nicht in Glücklichkeit und in Frieden mit dir selber, sondern all die Taten der Vergangenheit nehmen dich mit. Das heißt, alles, was man möchte, kommt zu einem Preis. Und das ist das, was wir als Storyteller ein ironisches Ende nennen. Unser Protagonist siegt zwar, aber dieser Sieg kommt zu einem gleichwertig hohen Preis. Das heißt, wo Freude ist, ist auch Dunkelheit, wo Gewinn ist, ist auch Niederlage. Und wie Epic aufgebaut war, all die 8 Sagen über, wirkt es die ganze Zeit, als müsste es auf ein ironisches Ende hinauslaufen. Ein idealistisches Ende, so wie es jetzt gekommen ist, macht gar keinen Sinn für alles, was gesetupt wurde. Und darum brauchen wir hier das ironische Ende, denn es entsteht nicht durch Zufall, sondern wir haben so eine Gegensätzlichkeit aufgebaut gehabt mit unterschiedlichen Ladungen, die sich nie ausgehebelt haben, dass alle auf einem Spektrum existieren und nur dieser Blick darauf gibt uns ein realistisches Bild und gibt uns auch ein Ende, aus dem jeder für sich was ziehen kann und aus dem jeder was lernen kann, was nicht wirkt wie, I don't know, Soldaten, Kriegspropaganda, kämpft nur und deine Frau wartet zu Hause für dich, schmeißt den Haushalt, häkelt und freut sich, wenn du wieder da bist und dann ist der Mann endlich wieder im Haus. That's a really bad ending. Und wenn man sich Kriegspropaganda aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg anguckt, ist das genau die Narrative, die da bedient wurde. Ich bin wirklich richtig baffled, dass das aber das offizielle Ending von Epic sein soll. Das, was ich probiert habe, ist euch jetzt einen bedeutsamen Klimax zu geben und eine schöne Resolution, in der alle Nebenstories auch gleichwertig und zufriedenstellend beendet wurden. Das ist mein neuer Headcanon. Vielleicht könnt ihr Passagen davon für euch auch mit adaptieren. Wir haben hier ein Ende mit weit mehr Subtext. Ja, er schläft next to his wife, aber den anderen Part, der gehört nun mal dazu, weil der Preis dafür ist. Ja, wir haben Penelope schon so oft in Odysseus Fantasie gesehen, dass wir glauben, sie zu kennen, aber erst sie zu treffen, erzeugt einen realen Charakter und einen realen Menschen. Und das finde ich, was wir in Epic the Musical bekommen, ist kein realer Mensch. Und auch Telemachus so zu degradieren als ein Plot-Device, ist nicht fair. Wenn man jetzt argumentieren will, dass meine Struktur etwas von der Heldenreise abweicht, würde ich auch sagen, das tut sie, aber auch, weil Jorge schon so viel von der Odyssee geändert hat. Denn im Originalbuch geht es nicht um Ruthlessness. In der Originalgeschichte geht es nicht darum, mit Gewalt an sein Ziel zu kommen und niederzutrampeln, was auf einen kommt, weil Empathie Schwäche ist. Ganz im Gegenteil. In der Originalgeschichte geht es darum, dass Odysseus, wie auch schon in Troja, mit Geschick, mit Gerissenheit an sein Ziel kommt. Ja, er kann durchgreifen, wenn er nach Hause kommt und die Verehrer seiner Frau alle bekämpft, aber trotzdem steht am Ende Empathie und Athene, die als göttliche Instanz einschreitet, um diesen Frieden letztendlich zu bringen, weil sie sagt, Empathie und Frieden ist das, was wir brauchen. Und nicht ein Mann, der denkt, er ist das Monster und alles niedermetzelt, so wie jeder andere auch ein Mann ist, der denkt, er ist das Monster, das alles niedermetzelt und der nächste auch wieder und wir so in eine Welt kommen, die sehr nach einer Weltanschauung von rechts wirkt. Wir kämpfen für uns, aber Odysseus hat das uns wirklich auf den kleinsten Rahmen auf Frau und Kind reduziert so und alles andere sind Feinde, die zerstört gehören, auch wenn die nach denselben Prinzipien handeln wie er. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Dimensionen in die Figuren bringen, dass wir die Widersprüchlichkeit in Penelope auch sehen, dass sie natürlich ihren Mann lieben möchte, aber auch 20 Jahre ihren Sohn beschützen musste, sich selbst beschützen musste, das Königreich beschützen musste und nicht darauf gewartet hat, dass ein Mann zurückkommt und jetzt den Tag rettet. Und ihn natürlich trotzdem noch liebt und sieht, was für Opfer er für sie gebracht hat. Das mit ihrem eigenen moralischen Kompass aber nicht im Einklang stehen muss. Sich beide aber trotzdem einigen können. Lass uns schauen, ob es diese Liebe noch gibt und lass uns das ergründen. Telemachus genau das Gleiche, der seinen Vater idealisiert, nur dem Widerspruch entgegensteht, sein Vater ist ein Monster und sich sein Vater literally in den Weg stellen muss, um das Monster zu besiegen und auch weiterhin im Verlauf seiner Entwicklungsreise seine Werte seinem Vater gegenüberhalten muss und mit Athena zusammen ihm gegenübertritt. Athena, die als Göttin sich einen Fehler eingestehen muss, aber trotzdem nicht nur sich gegen die Götter stellt, sondern auch für Ithaca und ihren Freund, obwohl sie am Anfang der Überzeugung war, sie braucht keinen Freund, einsetzt, um ihm Frieden zu bringen. Ja, für mich ist das schönere Ende. Hat schon so ein bisschen Fanfiction-eske Züge, aber ich mag das. Mein Job ist, Dramaturg zu sein und Geschichten zu plotten, zu strukturieren, zu gucken, was funktioniert nicht. Das mache ich nicht nur bei meinen eigenen, das mache ich bei anderen Leuten auch. Und das habe ich hier jetzt einfach mal ungefragt für Epic gemacht. Das war sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit. Falls ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne Super Thanks da oder checkt in der Beschreibung mein Patreon aus, denn es ist super schwierig, neben meinem Hauptjob als Dramaturg, Buchautor etc. mit meinem eigenen Animationsstudio das hier auch noch am Leben zu halten. Gerade diese langen, aufwendigen Videos. Ich hoffe, es hat sich gelohnt und ihr hattet sehr
viel Spaß mit dem Video. Ich bin trotzdem super gespannt, was von Jorge Rivera Herons als nächstes kommt und freue mich auch, was der nächste Schritt für Epic ist. Ich würde immer noch mich sehr, sehr freuen, wenn es irgendwann einen animierten Film gibt. Ich glaube auch, dass das Ding nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, gerade nach dem Nolan-Film, der jetzt angekündigt wurde mit Zendaya und Tom Holland in den Hauptrollen. I can't wait, Leute. Falls ihr noch andere Fragen oder Gedanken zu Epic habt oder andere Videos von mir zu Epic sehen wollen würdet, schreibt das gerne in die Kommentare und ansonsten hoffe ich, ihr lasst ein Abo da und wir sehen uns bald häufiger hier wieder. Ciao, macht's gut.